Heute hier das Thema Gas. Warum tragen wir und schleppen wir nicht mehr unsere Stahlflaschen, unsere Alugasflaschen, sondern haben uns hier eine Gasanlage einbauen lassen. Mehr dazu zu diesem Thema Gas heute in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen. Liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisende, liebe Mobilwetterfreunde, heute, wie versprochen, das Thema Gas. Warum haben wir keine Aluflaschen mehr oder Stahlflaschen wie hier, sondern haben uns hier unsere Gasanlage, wie wir es hier sehen, einbauen lassen. Heute in diesem Video als erstes Vor- und Nachteile von diesen Tauschflaschen, von diesen Eigentumsflaschen und dann nochmal Vor- und Nachteile von dieser Gasanlage und natürlich die gesetzlichen Grundlagen. Von wem kriege ich TÜV? Wer macht den TÜV? Wer kann mir die Anlage einbauen? Und so weiter. Ja, liebe Freunde, da die Vorteile von diesen Gasflaschen hier in der Form, wie wir es hier haben, die Tausch- und Eigentumsflaschen hier in Stahlform, dann gibt es noch die Aluform. Was sind die Vorteile und Nachteile? Die Vorteile sind weitestgehend bekannt. Wir haben ein weit verzweigtes Netz in Deutschland, wo man diese Flaschen befüllen kann, wo man die Flaschen tauschen kann. Und man hat natürlich auch hier auf den Wintercampingplätzen die Möglichkeit, die Flaschen einzutauschen und natürlich der geringe Kostenaufwand. Natürlich ist hier der Aufwand vom Preis, vom Befüllen unterschiedlich, von Befüllanlage, von Hersteller, von Tauschstationen. Der Preis sehr differenziert. Wir haben schon von 14,99 bis 25,99 alles im Tausch hier gehabt. Ja, die Nachteile von diesen Flaschen ist eindeutig, an der deutschen Grenze hört der Flaschentausch auf. Das heißt, im Ausland, im europäischen Ausland bekommt man diese Flaschen so gut wie gar nicht mehr getauscht. Zum Zweiten ist natürlich, die Alugasflaschen sind selbst in Deutschland ein geringes Netz zum Tauschen möglich. Und ein ganz großer Nachteil natürlich für uns persönlich, der Tausch dieser Flaschen, immer diese Besorgungen, die Tragerei dieser Flaschen immer wieder bei Fahrt antritt, wenn wir auf Reisen gehen, im Vorfeld kundig machen, wo kann ich die Flaschen tauschen. Dafür haben wir uns entschieden, uns eine Gasanlage von Alugas einbauen zu lassen, so wie wir es jetzt im Hintergrund sehen. Dazu jetzt mal die technischen Einzelheiten kurz umrissen, so viel ich das weiß. Natürlich werden viele Fachleute hier zuschauen und natürlich unten in den Kommentaren kräftig reinschreiben, falls wir was vergessen haben, damit wir das nächste Mal mit ergänzen können. Ja, liebe Freunde, somit haben wir uns von Gastauschflaschen verabschiedet, haben uns diese Gasanlage einbauen lassen. Vor- und Nachteile zu diesen Gasanlagen sind natürlich auch vorhanden, eindeutig. Die Vorteile, das heißt, ich kann hier die Anlage überall an jeder LPG-Gastankstelle betanken. Es gibt ein weit verbreitetes Netz von Tankstellen, die LPG-Gas führen, wo man diese Anlage befüllen kann. Natürlich habe ich die Möglichkeit, auch diese Anlage selbst zu befüllen an Tankstellen mit LPG-Gas. Wenn man diese Anlage betanken, sollte man natürlich darauf schauen, in das Konzentrationsverhältnis von Propan zu Butan. An den meisten Tankstellen haben die Tankstellen einen Lieferanten, wo das Verhältnis im Schnitt 85 bzw. 75, 25 zu 15 Butan ist. Und es gibt mittlerweile die meisten Gasbefüllstationen, die Propan zu 100% bzw. zu 99% hier verkaufen und die Gasflaschen somit befüllen. Das ist ein wichtiger Faktor für die kalte Jahreszeit, denn wir wissen,
ab 4, 5 Grad wird Butan nicht mehr gasförmig in den Flaschen. Somit setzt sich die Flaschen zu und hat man jetzt das Mischungsverhältnis drin, bleibt das Butan immer drin. Das Propan verbrenne ich und das Butan steigt natürlich in der Flasche hoch. Und je mehr ich da betanke, umso weniger Konzentration kriege ich in die Flasche rein. Ja, wenn die Flaschen voll sind und ich habe hier noch einen Anteil drin von Butan, der in der kalten Jahreszeit nicht rausgeht, muss die Flasche mindestens 5 Grad haben, damit Butan gasförmig wird, damit ich die Flaschen zu 100% leer bekomme und das Gas auch verbrenne. Es sei denn, wir machen es so, wie wir das machen. Das heißt, wir fahren schon im September zu den Gasbefüllstationen. Da gibt es im Internet Karten und da kann man sich kundig machen, wo ich Propangas zu einem Mischungsverhältnis von 99:1% oder zu 100% tanken kann. In dem Film werden wir es euch noch mal zeigen. Wir werden eine Gasbefüllstation anfahren, wo wir Propan 100% bekommen und zu 100% befüllt wird. Und dass ihr das euch noch mal anschauen könnt, wie wird die Anlage hier befüllt. Jetzt ganz einfach mal zu den Vor- und Nachteilen von solchen Anlagen. Ja, die Vor- und Nachteile von so einer Anlage liegen natürlich auch hier auf der Hand. Die Vorteile: Ich kann nahezu an jede LPG-Tankstelle fahren und diese Anlage befüllen, selbst befüllen oder befüllen lassen. Ich habe verschiedene Adapter, da kommen wir dann noch mal dazu, verschiedene Adapter für jedes europäische Land, einen entsprechenden Adapter, um diese Gasanlage hier zu befüllen. Des Weiteren spielt der Gaspreis hier eine wesentliche Rolle. Gaspreis kommen wir dann später noch mal dazu, ist deutlich günstiger, als wenn wir die Flaschen jetzt hier im Tausch befüllen. Ein weiterer Vorteil natürlich auch für uns jetzt persönlich, warum wir das gemacht haben, ist, dass ich diese Gasflaschen nicht mehr ständig tauschen muss, rein und raus, mich kümmern muss, wo gehe ich hin, wo tausche ich die Flasche, wo befülle ich die Flasche, wo kann ich das nächste Mal eine Flasche tauschen, etc. Natürlich hat so eine Anlage auch Nachteile. Die Nachteile liegen in erster Linie hier an die Anschaffungskosten, da kommen wir später noch mal zu. Die relativ hohen Anschaffungskosten von dieser Anlage ist ein wesentlicher Punkt. Dann haben wir diese Flaschen brauchen bzw. müssen alle 10 Jahre dem TÜV unterzogen werden bzw. ausgetauscht werden. Der TÜV alle 2 Jahre, der Gas-TÜV bleibt natürlich bestehen, wobei dieser TÜV von speziellen Abnahmestellen, spezielle autorisierte Abnahmestellen durchgeführt werden müssen. Ein normaler Gas-TÜV-Prüfer darf und kann diese Anlage nicht abnehmen. Ja, jetzt zeigen wir euch ganz kurz mal unsere Anlage. Die wurde eingebaut von einer autorisierten Fachwerkstatt Gas-Wasser-Installation. Diese beiden Flaschen lagen wir im Preis gesamt bei 1.000 €. Der Einbau und die Abnahme ebenfalls noch einmal bei ca. 900 €. Wichtig ist aber, wir auch selber befüllen können und befüllen dürfen, dass ein Befüllstopp von 80% die Anlage vorhanden sein muss. Das heißt, wenn die Flaschen 80% Füllstand erreicht haben, schaltet sich die Anlage automatisch ab. Ja, hier unsere Anlage, unsere eingebaute Anlage. Ich zeige es mal kurz rum und dann gehen wir es mal im Einzelnen im Detail durch. Als erstes haben wir hier den Befüllstützen, wo die Adapter draufgeschraubt werden, in dem Land, wo ich jetzt gerade befüllen kann. Das ist hier oben verbaut. Dann haben wir uns mit einbauen lassen eine externe Gassteckdose für Gasgrill zum Beispiel oder für Gasheizer. Somit haben wir hier noch einen Verlängerungsschlauch.
den ich hier anschließe und dann mit den entsprechenden Gasgrill verbinde. Ja, wie wir es jetzt hier sehen, haben wir hier an jeder Flasche einen Entlastungsknopf. Der wird meistens betätigt nach einer Bedankung. Wir haben jede Flasche separat nochmal zum Verschließen. Dann haben wir hier, wenn man es jetzt genau sieht, eine Füllstandsanzeige. Eine Füllstandsanzeige von den einzelnen Flaschen. Hier erkennt man, wie viel Gas noch in den Flaschen vorrätig ist und wie lange ich hier noch hinkomme. Vor jeder Flasche sehen wir hier, ist ein Gasfilter geschalten. Das wurde uns auf Anraten der Firma mit eingebaut, weil um verunreinigtes Gas hier nicht mit in den Flaschen bzw. was in den Flaschen landet, hier dann nicht in den Düsen zu Verstopfungen führt. Dann haben wir einbauen lassen diesen Druckminderer, dass wir generell auf 30 Bar kommen und dann nochmal ein Duo Control CS, automatische Schutzfunktion bei Unfällen und die automatische Umschaltfunktion, wenn eine Flasche leer ist, dass dann die nächste Gasflasche hier entnommen wird. Natürlich eine ganz wichtige gesetzliche Vorschrift, dass solche Gastankflaschen nicht ohne entsprechendes Werkzeug ausgebaut werden können. Das heißt, die müssen separat und fest im Gaskasten verbaut und verschraubt werden. Das ist eine gesetzliche Vorschrift. Das ist hier mit dabei, genauso wie dieser Füllstopp und die 30 Bar, was hier ausgeschildert ist. Ja, zu dem Einbau haben wir jetzt weitestgehend das gesagt, was wir dazu sagen können, was auch unsere Einbaufirma uns dazu gesagt hat. Zum Rechtlichen kann man jetzt ganz einfach dazu sagen, dass das Bundesministerium, das BVMI, eine Verträglichkeitsbescheinigung für den Einbau in Wohnmobilen hier vorgesehen hat und das auch so sieht. Natürlich, wie wir schon gesagt haben in den Film, dass ausschließlich die TÜV-Kontrolle von einer spezialisierten Fachwerkstatt oder von einem spezialisierten Gasprüfer durchgeführt werden sollte, durchgeführt werden muss. Wie gesagt, jeder Gasprüfer kann diese Gasanlage nicht abnehmen. Ich gehe meistens nur zu denjenigen, die auch diese Gasanlagen verbauen. Weiteres zum Rechtlichen kann man entsprechenden Webseiten nachlesen. Da stelle ich die Links nochmal unten unter dem Film mit ein. EFG e.V. kann man nachlesen. Man kann natürlich auch nachlesen mit der Gasproblematik bei Wohnmobilrecht und natürlich ganz zu empfehlen die Webseite gasfachfrau.de. Hier finden wir auch eine ganze Menge zu rechtlichen Sachen. Hier ist es auch die Möglichkeit, dass man eine E-Mail schreiben kann und die Fragen werden hier beantwortet. Wie gesagt, wir haben keine Probleme mit TÜV-Abnahmen. Wir fahren zu einem speziellen Händler. Ja, und wie können wir die Anlage befüllen? Den Stutzen, den haben wir ja schon erklärt. Hier oben die Klappe runter. Jetzt haben wir hier die ganzen Befüllstützen von den verschiedenen Ländern. Da haben wir zum Beispiel Deutschland, USA, Irland und Luxemburg ist einheitlich ein deutscher Adapter. Dann haben wir in Dänemark, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien, Portugal, Schweden, Tschechien, Polen, Österreich, Bulgarien, Schweiz, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Ukraine und in der Türkei diesen Anschluss, in Spanien nur teilweise diesen Anschluss natürlich auch in Norwegen, England, Luxemburg und Schottland. Das ist in der Zukunft für Spanien gedacht. Dieser Anschluss, den haben wir natürlich hier mit drin. So,
Ja, für uns ist weitestgehend interessant und relevant dieser Adapter. Der ist für Deutschland. Ich zeige es nur noch mal. Der zweite Adapter für die zweite Kategorie der Länder, der schaut so aus. Das ist für Norwegen, England, Luxemburg, Schottland und Niederlande. Ist dieser Adapter teilweise nur noch in Spanien. Spanien kommt jetzt dieser Adapter dazu. Das heißt, in Spanien wird jetzt auf diesen Adapter umgestellt. Also ist für uns nur dieser Adapter erstmal relevant. Der passt genau auf diese LPG-Gastankpistolen, die wir vorfinden. Und wie es aufgeschraubt wird, wie getankt wird, wie wir da vorgehen, zeigen wir euch jetzt gleich. So, jetzt ganz einfach mal zum Tanken, damit wir alle sehen, wie funktioniert das, wie einfach funktioniert das. Wir stehen jetzt hier an der Tankstelle. Wir haben uns jetzt heute mal für die Tankstelle entschieden, nicht für den reinen Shop, wo Gasflaschen befüllt werden, sondern rein nur die LPG-Tankstelle. Wir sind hier an einem großen deutschen Mineralölkonzern der roten Farbe. Ja, ganz einfach, wir machen hier die Türe auf, dann haben wir unseren Adapter, was wir gerade im Video schon hatten, den deutschen Adapter. Wir öffnen hier die Adapterform, schrauben unseren Adapter hier drauf. Der Adapter wird handfest angezogen, wie wir es jetzt hier sehen. Dann entnehmen wir hier die Gaspistole, LPG-Gaspistole. Das ist der Aufsatz für den Adapter. Der kommt jetzt hier drauf, wird aufgesetzt, handfest angeschraubt. So, zur gleichen Zeit schließen wir die Gasflaschen. Dann stelle ich den Druckausgleich mit der Pistole her. Jetzt ist der Druckausgleich hergestellt. Jetzt drücken wir hier und halten gedrückt die Befüllstation. Jetzt wird hier die Gasanlage befüllt. Man hört das deutlich. Wir sind jetzt fertig mit Tanken. Wir haben insgesamt getankt jetzt hier ca. 45 Liter. Jetzt wird der Druckausgleich wieder hergestellt. Wir sehen das dann hier auch an der typischen Gaswolke. Die Pistole wird abgeschraubt. Mein Adapter wird abgeschraubt. Wichtig ist jetzt, dass wir die Flaschen alle wieder aufdrehen und die Flaschen hier beidseits wieder freigeben. Wenn wir jetzt mal hier rangehen, sehen wir in der Anzeige ist auf voll. Man sieht es nicht so richtig. Ich blende dann noch mal Fotos ein von oben, dass man richtig sieht, dass beide Anzeigen auf grün und voll stehen. Ja, das war das Befüllen und Betanken der Gasanlage. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mobilwetterfreunde, liebe Mitreisende, das war der Film zu unserer Gasanlage. Wir hoffen, dass euch der Film wieder Spaß gemacht hat. Wir gehen davon aus, dass ihr alle notwendigen Informationen hier bekommen habt. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt oder Anregungen zu Diskussionen oder Hinweise, unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion. Wir freuen uns natürlich auch auf euren Daumen nach oben. Das war der Film zu unserer Gasanlage. Wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.